Hallo meine Lieben, Tag 5 meiner Weihnachtsgeschenkserie und heute werde ich euch zeigen, wie ihr eine Agenda oder ein Notizbuch einfassen könnt und das mit einer individualisierten Hülle. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Damit ihr seht, was wir heute machen werden, das ist eine individualisierte Hülle für eine Agenda. Und da habe ich das mit Flexfolie draufgebracht. Das geht auf SnapPap wunderbar, das hält auch. Und dann hier in einfach 2 Laschen angebracht, um die Agenda da reinzustoßen. Und ja, so mit jemandem eine personalisierte Agenda für ein hoffentlich besseres Jahr schenken zu können. Wie ihr das machen könnt, das gucken wir uns jetzt gleich an. Was ihr hierfür braucht, ist die Standard-Grip-Schneidematte, Vinylfolie. Ich habe hier eine in so einem Aquablau. Dann SnapPap. Und zwar habe ich die Größe ganz einfach so ausgemessen, dass ich die Agenda, die ich einpacken will, da reingemacht habe und überall ringsherum einen halben Zentimeter Zusatz gegeben habe, plus ich habe 2 Streifen noch in derselben Höhe dann, um die innen anzunähen und so da die Agenda reinschieben zu können. SnapPap habe ich in Grau, das passt dann auch gut mit der Vinylfolie. Dann eben die beiden Streifen. Dann habe ich die Wonderclips. Ihr braucht eben eine Agenda oder ihr könnt auch ein Notizbuch nehmen, je nachdem, was ihr da einfassen wollt. Dann das Entgitterungstool, eine Schere. Ich habe die SnapPap in den Ecken, damit es dann ein bisschen schöner aussieht, habe ich die überall abgerundet und zwar an allen 4 Ecken plus diese Streifen dann auch auf eine Seite die Ecken. Und das habe ich ganz normal mit einem Eckenabrunder gemacht. Hier habe ich die 4 mm genommen. Dann um die Vinylfolie auf die SnapPap aufzubringen, brauchen wir noch die Mini Heatpress und die Hitzematte. Aber zuerst will ich den Namen kurz im Design Space erstellen und den dann ausplatten. Im Design Space mache ich ein neues Projekt und mache da einen Text rein. Und dann werde ich die Schrift anpassen. Mal gucken, was ich da wählen will. Ich mache mal Ctrl+C, Ctrl+V ein paar Mal, damit ich so ein paar Beispiele ausprobieren kann von den Schriften, wo ich weiß, die mag ich eigentlich sehr gerne. So, das sind im Moment so ein bisschen meine Lieblinge. Ich habe schon mal 2 Favoriten. Jetzt gucke ich mir die noch ein bisschen genauer an. Wenn ihr solche Schriften habt, dann müsst ihr die ja jeweils trennen oder erweitern, zerlegenen Buchstaben und dann die so zusammenschieben, dass ich eben diese Enden der jeweiligen Buchstaben überschneiden und das Ganze dann wieder verschweißen. Ich mache das kurz bei beiden, einfach damit ich so ein Bild davon kriege, wie das aussieht. Ich finde beides witzig, aber ich glaube, ich gehe effektiv mit diesem oberen. Das heißt, der hier wird es sein. Jetzt muss ich noch gucken, wie groß ich das brauche. Die Agenda ist 22 cm hoch
Das heißt, in der Breite wird es 7,5 sein. Jetzt gucke ich auf dem Buch gleichzeitig, wie breit es wird. Ich würde sagen, das ist okay. Also ich glaube, die Größe passt für mich wunderbar. Jetzt arbeiten wir mit Flexfolie, das heißt, ich muss dann dran denken, dass ich das noch spiegle. Dann kann ich auf Herstellen gehen und dann weiter. Dann ist es Everyday Iron-On bei mir. Und jetzt sagt ihr eben, ne, denkt dran zu spiegeln. Hier, spiegeln. Everyday Iron-On. Und dann sagt er, ich soll die Feinschnittklinge laden und die Matte laden. Bei der Flexfolie müsst ihr immer darauf achten, es hat so eine glänzige Seite und eine matte Seite. Die glänzige Seite muss nach unten. Und das Fine Point Blade ist schon drin. Von dem her fängt ihr jetzt dann gleich an zu blinken. Und ich kann los sagen. Das war's auch schon. Dann kann ich das Ganze entgittern, aber ich gucke jeweils, wenn ich große Bereiche habe, die nicht genutzt sind, schneide ich die kurz weg, weil ich die dann noch verwenden kann. How many smiles does it take to be happy? How many times? Und jetzt seht ihr auch, wie das Ganze aussehen wird. Und ihr seht auch, dass ich es vergessen habe. Ist doch cool, oder? Von dem her bringen wir die gleich auch auf die Snap-App drauf. Meine Cricut Mini werde ich jetzt aufheizen und zwar auf die zweite Stufe. Das reicht bei meiner Folie. Im Moment ist sie noch rot und die wird dann grün, sobald sie richtig aufgewärmt ist. Jetzt hat sie sich gemeldet und sie ist grün und jetzt gehe ich kurz hier so ein bisschen auf die Snap-App drauf und wärme die so ein bisschen auf. Und dann bringe ich die Folie drauf. Und da lasse ich jetzt so ein bisschen Platz, weil wir haben ja dann auch noch eine Naht ringsherum. Lasst euch mit dem Platzieren jeweils wirklich genug Zeit, weil das könnt ihr nachher auch nicht mehr ändern. Ich würde sagen, für mich stimmt das so. Und jetzt muss ich da für 30 Sekunden drauf. How many songs can you write about heartbreak? How to go on? Und dann kann ich die Schutzfolie abziehen. Achtung, heiß. Und die Cricut kann ich schon wieder ausschalten. Und so einfach habt ihr Flexfolie auf Snap-App aufgebracht und könnt eine Hülle personalisieren. Jetzt müssen wir uns noch um den Rest kümmern. Ich werde innen drinne die Teile zuerst einmal festkleben, bevor ich dann an die Nähmaschine gehe, damit die schon so ein bisschen halten. Wirklich nur ganz außen am Rand so ein bisschen Kleber drauf bringen. Es geht nur darum, das kurz ein bisschen zu befestigen, bevor ich es dann festnähe.
Und das Ganze mache ich jetzt auch gleich mit den Wunderclips fest. With mistakes, maybe I just found the answers. Maybe I just found the answers in you. Come give me all your love. I want you to know we can make it together. Let the wind blow. All we need is each other. Come take my... Das lasse ich jetzt kurz ein bisschen trocknen und dann gehe ich an die Nähmaschine und nähe das ringsherum einmal ab mit einem etwas breiteren Stich und in derselben Farbe wie die Snap Pep ist, damit es da nicht zu stark auffällt, weil man wird die Naht schon sehen, aber es soll nicht extrem rausstechen. Wenn euch das lieber ist, ihr könnt natürlich sowas auch mit dem Zackenrad markieren und dann von Hand nähen. Kann man machen. Ich mag das eigentlich bei Snap Pep. Das kann man gut auch mit der Nähmaschine machen. Und wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr wunderbar die Agenda reinpacken und habt so eine wunderbare individualisierte Hülle für jemanden als Geschenk. Und das war eigentlich auch schon alles, was ich euch heute zeigen wollte. Ich hoffe, euch hat diese Idee gefallen und ihr habt Lust, es selber auch mal nachzubasteln. Die Materialien, die ich verwendet habe, die werde ich euch unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut es doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch weiter. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!